Willkommen und ein schönes Wochenende euch allen. Wir machen natürlich weiter mit der Tutorial-Reihe und heute wollen wir uns den sogenannten doppelten Vorteil angucken, wo wir die doppelte Wahrscheinlichkeit haben, dass unser Trade-Szenario aufgeht. Denn ihr müsst natürlich immer bedenken, Trading funktioniert anhand von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, auch wenn wir korrekt nach unserem System ein Ziellevel oder ein Korrekturlevel bestimmt haben, haben wir niemals 100% Wahrscheinlichkeit, dass es auch tatsächlich aufgeht. Wäre das der Fall, wären wir reicher als Elon Musk. Natürlich können auch mal Setups scheitern und wir werden Verluste einfahren. Deswegen ist es natürlich immer so wichtig wie möglich, das Risiko so gut wie es geht zu minimieren und das Chancen-Risiko-Verhältnis so hoch wie möglich zu erhalten. Und es gibt Szenarien, wo wir die doppelte Chance, die doppelte Wahrscheinlichkeit, den doppelten Vorteil haben, dass unser Setup aufgeht. Nämlich, wenn wir einen Überschneidungsbereich haben, wo ein Korrekturlevel und ein Ziellevel nämlich aufeinandertreffen. Das wollen wir uns heute anschauen. Das gilt es natürlich für euch auch zu erkennen in den Charts. Wenn wir diese Wahrscheinlichkeit haben, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wir gegebenenfalls auch die Position, also die Margin, ein bisschen erhöhen können. Ja, also mit mehr Kapital in diesen Trade einsteigen können, da unsere Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass dieses Setup auch tatsächlich aufgeht, weil wir zwei Chancen haben, dass der Markt reagiert. Wir schauen uns das an, also erstmal vom Prinzip her, wie geht das, also wie kann das sein, dass ein Überschneidungsbereich kommt, weil viele fragen sich jetzt dann natürlich, wie soll das denn gehen, wenn jetzt hier ein Ziellevel, machen wir das mal am nackten Chart, ja, zack, zack, das ist unsere Sequenz, wenn jetzt hier ein Ziellevel abgeschlossen ist und wir kommen runter in den Korrekturbereich, wie soll sich das denn überschneiden? Funktioniert doch gar nicht. Nein, und die Sache ist in dem Fall, dass wir uns anschauen, wenn ein bärisches Korrekturlevel mit einer bullischen Zielsequenz übereinstimmt oder umgekehrt ein bullisches Korrekturlevel mit einer bärischen Zielsequenz. Wenn diese beiden übereinstimmen, dann haben wir den doppelten Vorteil, denn das eröffnet für zwei Arten von Tradern, nämlich Short- oder Long-Positionen. Das haben wir zum Beispiel hier beim Gold-Chart. Ich habe jetzt hier gerade den Gold-Chart offen. Übrigens, generell hat Gold natürlich stark nachgegeben. Es ist generell wieder interessant zu investieren in Gold, Silber, Platin, Palladium, Edelmetalle, seltene Erden etc. Solltet ihr das noch nicht machen, könnt ihr gerne mal bei Granvalora vorbeischauen. Das ist nämlich mein Edelmetallhändler des Vertrauens, die mittlerweile auch das Zollfreilager in der Schweiz haben. Zollfreilager bedeutet erstmal, wir zahlen keine Umsatzsteuer auf unsere Einkäufe, was uns 19% Preisvorteil bietet. Und gleichzeitig sind die auch außerhalb von Deutschland, außerhalb der EU gelagert. Das ist mir persönlich in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Insbesondere, wenn wir uns an den 9. April erinnern, wo Deutschland einfach mal ein 22 Jahre altes Gesetz ausgehebelt hat und uns in Deutschland die Umsatzsteuerfreiheit auf die vorherigen Zollfreilager genommen hat. Aktuell gibt es 10% Rabatt bei Granvalora auf eure Einrichtungsgebühr und auch auf eure Servicegebühr ein Leben lang. Das lohnt sich also sehr. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Anleitung ist eigentlich selbsterklärend dazu. Ansonsten habe ich auch Tutorials auf meinem Channel. Wenn ihr die nicht auf den ersten Blick findet, schreibt gerne eure Fragen einfach in die Kommentare. Gut. Kommen wir aber zurück zum Tutorial. Also, was haben wir hier zum Beispiel für ein Szenario? Gold hat sich hier möglicherweise gefangen und den ersten bullischen Aufbau nach dem großen Abwärtstrend hier. Also ihr seht, im Endeffekt ist hier eigentlich gerade eine bärische Sequenz aktiv. Die soll nach unten führen, in Gelb bis auf $3.500 runter. Das heißt, wir schauen natürlich genauso wie hier, da haben wir unser erstes BC gezogen, habt ihr im letzten Tutorial gelernt. Zwischenzeitlich immer wieder kleinere Positionen, immer wieder Short-Positionen. Der Trend ist also nach wie vor bärisch. Das heißt, wir suchen hier nach bärischen Einstiegen im Endeffekt. So, das heißt, wenn er sich hier jetzt ein weiteres Mal aufbaut, noch bevor er die Zielsequenz abgeschlossen hat, besteht hier die Möglichkeit, dass er ein weiteres BC aufbaut. Das heißt, wir ziehen also auch hier unser Fibo zum bärischen Level vom Hoch zum Low, um hier unseren nächsten Short-Bereich zu bestimmen. In dem Fall hier. Das markieren wir einfach mal in Rot. Das hier ist also unser nächster Short-Entry. Wenn der Markt hier hinkommt, wollen wir eine neue Short-Position bei Gold eröffnen. So, jetzt haben wir aber folgendes Szenario. Wir sehen auch hier, wie wir es vorher gelernt haben, grundsätzlich haben wir hier möglicherweise auch einen bullischen Aufbau. Denn dieser typische Sequenzaufbau vom Low zu einem High, zu einem neuen Low, der übersteigt das High, also das eigentliche A, also bildet hier eine mögliche Sequenz. Das heißt, wir können auch hier logischerweise jetzt unser Fibo, unsere Extension ansetzen. Vom Low zum High zum Low, um die nächste bullische Sequenz zu bestimmen, die in dem Fall hier landet. Unterscheiden wir das mal farblich, also machen wir das einfach mal blau. So,
das ist unsere bullische Sequenz, die jetzt ja schließlich aktiv ist, denn das A wurde geschlagen mit der letzten Aufwärtsbewegung. Und da seht ihr schon, wir haben hier einen Überschneidungsbereich. In dem Fall hier. Das ist der doppelte Vorteil, das ist die Wahrscheinlichkeit, die wir haben wollen, denn wir haben hier nämlich zwei Szenarien. Das bärische Korrekturlevel, wo wir ja shorten wollen, ist aktiv. Na, also zack, da wollen wir rein shorten in dem Bereich. Gleichzeitig ist eine bullische Zielsequenz abgeschlossen, die wir ebenfalls als Short-Bereich verwenden können, weil daraus im Regelfall eine Korrektur folgt in ein bullisches Korrekturlevel. Na, also mindestens mal bis hier in diese Bewegung. Das ist die doppelte Wahrscheinlichkeit, das ist der doppelte Vorteil, wenn zwei Bereiche übereinstimmen. Warum ist es das? Denn wir haben die entsprechenden Trader oder auch, was Spot betrifft, Käufer, Verkäufer, Käufer, alle, die Handelsvolumen natürlich pushen am Markt, an der Börse. Ja, diejenigen, die bullische Zielsequenzen shorten, weil sie abgeschlossen sind oder gar nicht unbedingt shorten, aber zumindest ihre Long-Positionen hier schließen. Ja, das gibt wieder Kraft für die Bären. Also jemand, der hier unten Long gewesen ist, Sequenz ist abgeschlossen, Long schließen. Der schließt hier in dem Bereich seine Position. Gleichzeitig sind alle Short-Trader ebenfalls hier drin aufgrund des bärischen Korrekturlevels. Na, also nochmal, bärisches Korrekturlevel stimmt überein mit bullischem Ziellevel oder auch umgekehrt, ein bärisches Ziellevel stimmt mit einem bullischen Korrekturlevel überein. Ja, dann haben wir die doppelte Wahrscheinlichkeit, den doppelten Vorteil, weil hier doppelt so viele Trader aktiv werden, diejenigen, die Long-Positionen schließen, die neue Shorts eröffnen. Ja, das ist natürlich immer das Nonplusultra, das Optimale, was wir einfach im Chart finden können. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit ist für uns einfach größer, dass auf jeden Fall hier die Reaktion stattfindet, und dass er hier nicht durchzieht. Wenn wir das im Chart erkennen, ist das unfassbar schön, unfassbar gut. Das ist für uns ein ziemlich sicherer Take-Profit mit deutlich höherem Chancen-Risiko-Verhältnis, als wenn wir eben nur ein Level haben. Wenn wir nur die Zielsequenz haben oder wenn wir nur das Korrekturlevel haben. Das müssen wir natürlich schauen, das ist das Optimum, das im Chart zu erkennen. Wenn wir das haben, können wir möglicherweise unsere Positionen auch vergrößern, weil wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass unser Setup hier aufgeht. Das gibt es natürlich nicht immer, das wäre schön, aber wenn wir das erkennen, wenn die Möglichkeiten da sind, dann ist es natürlich umso effektiver, das dann auch auszunutzen. Ja, das war's in dem Sinne schon. Kleine Übungsaufgabe für euch. Schaut einfach mal in die Charts rein, wo ihr das möglicherweise finden würdet. Kleiner Tipp an dieser Stelle, schaut mal in den Solana-Chart. Ja, Übung für euch selber. Ihr sollt jetzt mal selber herausfinden, ob ihr dort einen Vorteil, einen doppelten Vorteil seht, ob ihr in der Lage seid, das anzuwenden. Und wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder wir diskutieren genau das natürlich dann morgen, nämlich am Montag im nächsten Livestream. Das machen wir dann gemeinsam, so könnt ihr ein bisschen was lernen, habt eine kleine Hausaufgabe und ja, werdet einfach besser in eurem Trading. Ja, denn wichtig für mich ist natürlich auch immer, dass ihr das selber könnt. Ja, das bringt nichts, wenn ihr ständig zum Beispiel in die Kommentare irgendwo schreibt, wo kann ich einsteigen, wo kann ich aussteigen, ist das jetzt Long, ist das jetzt Short, soll ich jetzt Short gehen, soll ich nicht Short gehen? Ja, ihr sollt es selber erkennen, ihr sollt es selber lernen und ihr sollt vor allem wissen, wann haben wir die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, wann haben wir den doppelten Vorteil im Markt. In diesem Sinne, das war's mit dem heutigen Trading-Tutorial. Lasst gerne wie immer ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann am nächsten Wochenende mit weiteren Tutorials. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.